Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Sherlock Holmes, The Awakened, hier im Hafen von London. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Die Salpeter-Explosion hat die Einheimischen verängstigt, okay. Uiuiui. Wo ist Hier? Wer hat Hier entführt? Ja, das ist eine gute Frage. Da müssen wir jetzt rausfinden. Hiers Verschwinden. Entführer ist wahrscheinlich ein Seemann von Londoner Hafen. Er muss groß und kräftig sein und trägt Arbeiterstiefel der Größe 11 mit abgenutzten Sohlen. Mr. Solbys Visitenkarte. Wir fanden die Visitenkarte am Ort von Hiers Entführung. Darauf steht Roy Solbys London. Dann heften wir das mal direkt an und machen uns auf die Suche nach ihm. Are you able to help me? I think I can help you. Mr. Solbys Visitenkarte. Der Mann scheint häufig in der Nähe der Werft anzutreffen zu sein. Sehr gut. Do you know anything about this? It's a shame I can't answer your question. Da könnte ich jetzt sogar reingehen. Sehr schön. Zum Fortfahren klicken. Oh, hardly a reputable establishment. I've seen worse. Was haben wir denn hier? Vermisstenplakat. Hilfe! Gierwisch. Vor einer Woche verschwindet. Bitte sagen, wenn Sie sehen. Jahr in Armenviertel. Von Hafen Bescheid sagen. Rotes Banner über Eingang von Haus. Schädigungsbekämpfung jeder Art. Selbst hartnäckige Fälle. Nur gegen Bargeld. Nach Gäbern fragen. Tickets für die Überfahrt nach Oakmont, Massachusetts. Nach wie vor erhältlich. Die Carrot legt nächsten Dienstag von Pier Nummer 2 ab. Hallo. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. Der Reisepräsident. Beobachten. Wir beobachten dich erstmal. Blass. Spröde Lippen. Spuren von Erbrochenem. Morgenübelkeit. Bauch, leicht gewölbt. Hose, etwas zu eng. Der leicht gewölbte Bauch und die Spuren von Morgenübelkeit auf der Kleidung deuten darauf hin, dass sich die Barfrau in der Frühphase der Schwangerschaft befindet. Ihre spröden Lippen und ihr blasses Gesicht sind Anzeichen von mangelnder Ernährung. Sie versucht, ihren gewölbten Bauch durch das Tragen einer zu engen Hose zu verbergen. Verheimlicht ihre Schwangerschaft. Weiß nicht, dass sie schwanger ist. Weiß nicht, dass sie schwanger ist. Die leicht gewölbte Bauch und die Spuren von Morgenübelkeit auf der Kleidung deuten darauf hin, dass sich die Baufrau in der frühen Phase der Schwangerschaft befindet. Ihre spröden Lippen und ihr blasses Gesicht sind Anzeichen von mangelnder Ernährung. Sie scheint noch nicht zu wissen, dass sie schwanger ist, weswegen sie ihre übliche Kleidung trägt, die ja nun allerdings zu eng ist. Wahrscheinlich weiß sie nicht, dass sie schwanger ist. Kann mich natürlich auch täuschen. Sie sind schwanger. Miss, what if I told you that you are in the family way? No, really? Oh, thank you, sir. How would I, a simple woman, have ever known without your help? You must be a doctor. In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Okay, dann habe ich mich geirrt. Sie hat das versucht zu verheimlichen. Wir suchen einen Mann.
My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Wegen des Unfalls am Hafen. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Beweise präsentieren. Welche Beweise denn? Charakterprofil Barfrau. Vermisstenplakat. What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Okay. Mr. Solbys Are Visitenkarte. you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Okay. Hier scheint irgendwo eine Katze zu sein. Ach da. Hallo Mieze. Man kann sie leider nicht streicheln. Tja, mit der Schwangerschaft hätte ich 50-50, ne? Die Chance haben können. Aber gut. Sie versucht es zu verheimlichen. Der Mann scheint häufig in der Nähe der Werft anzutreffen zu sein. Ui. Müssen wir die Werft absuchen. Can I ask you a question? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Do you know anything about this? It is a shame I can't answer your question. Abendviertel. Ja, vielleicht finden wir ja die Frau. Are you able to help me? Ugh, I'm sorry, but I don't know anything. Die Betten stehen hier draußen. Ui. Ach du meine Güte, die armen Leute. Ja, da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich ein warmes Zuhause habe. Also das ist schon wirklich krank. Krass. Die Betten draußen, egal ob Wind, Wetter, Regen. Sherlock ist nicht gerade eine Wasserratte. Fällt er ins Wasser, verliert er das Bewusstsein. Wo bin ich denn hier? Ein kleiner Hello, Junge. lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. Wo war dein Bruder zuletzt? Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. Wo ist dieser Do Kettenanhänger? you still have the necklace that Soulsby gave to Girves? Girves left it near the, shrine. I tried to sell it to buy medicine, but no one wanted to buy. Ist Daya hier? I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother, she got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Wie sieht Mr. Solbys aus? How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Don't go anywhere. Danke, Junge. I miss Girves. Do you think he's okay?
Scheint indischer Herkunft zu sein. Oder so. Hätte ich jetzt so angenommen. Rotieren. This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. Trophäe erhalten. Völkerkundler. So, was haben wir denn noch hier? Aussage des nepalesischen Jungen. Ach, Nepal. Okay, dann gehen wir mal weiter auf die Suche. Mal schauen, was ich hier noch finde. Ach komm, Watson, geh mal zur Seite. Could Was you machst help du me? da? It's a shame I can't answer your question. Er pinkelt da gerade hin und ich pöbel den einfach an. Is this familiar to you? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Für die Star of Gibraltar werden ein Zimmermann und fähige Seemänner gesucht. Bei Captain Ahab, Postamt Ledenhall Street melden. Captain Ahab kommt mir bekannt vor aus einer Geschichte. Kräftige Männer für redliche Arbeit gesucht. Informationen jeden Mittwoch im Pub. Da steht doch einer. Can I ask you a question? It is a shame I can't answer your question. Schade. Oh nein. Hier Nummer 3. Ja, ich bin runtergefallen. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? May I ask for your assistance? Of course I do. To cut a long story short. Mr. Solbys Visitenkarte. Die Leute sagen, dass Mr. Solbys womöglich gerade am Pier Nummer 3 ist, nach dem Schiff sieht, auf dem sich gestern Nacht die Explosion ereignet hat. Are you able to help me? No, sir, I've never heard of it. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Das Gebiet ist schon riesig, ne? May I ask for your assistance? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Excuse me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Mensch, geh zur Seite. Weg mit dir. Steht da nicht drauf rum, jetzt geh. Oh Mann. Genau dann, wenn ich da durchgehen will, ne? Da kommt dieser Typ da und der drängt mich. Ach so, hier bin ich runtergefallen, okay. May I ask for your assistance? No, sir, I've never heard of it.
So hat sich die Explosion auf einem Schiff ereignet. Nicht in einer Werft. Also nicht in einer Lagerhalle. May I ask for your assistance? Sorry, sir, I can't help you. Dem kann ich nicht sprechen. Not in the mood, mate. Shoo! Sind Sie Roy Selby? Pardon me, sir. I am looking for Roy... Oh, not again. Yes, I'm Roy. But I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the 4th person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. Was machen Sie hier eigentlich? May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. Wer hat noch nach Vermissten gefragt? You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. Wo waren wir stehen geblieben? Now, where was I? Beobachten. Der Junge sagte, er hatte ein Metallauge. Das hat er doch gar nicht. 5 Fuß, 5 Zoll groß. Durchschnittliche Größe. Zahlreiche Stempelflecken. HMCUS. Taschenuhr. Waldham Hillside. Brandneu aus purem Gold. Oh, die Schuhe sehen aber neu aus. So. Was haben wir denn hier? Schlaffer Muskeltonus. Nicht besonders kräftig. Mr. Selby ist englischer Abstammung. Korrupter Beamter Dieb. Mr. Selby ist englischer Abstammung, weist mit einem 5 Fuß und 5 Zoll eine durchschnittliche Größe auf und hat eine normale Statur. Seinem schlaffen Muskeltonus nach zu urteilen, ist er nicht besonders kräftig. Mr. Selby hat eher nicht die körperlichen Merkmale von Kimichas Entführer. Auf seiner linken Handfläche ist Stempelfarbe zu sehen. Einige Buchstaben sind erkennbar. HMCOS. HM dürfte für Harbourmaster, Hafenmeister und COS für Customs Zoll stehen. Was darauf hindeutet, dass Mr. Selbys Zollbeamter ist. Er hat eine brandneue Taschenuhr der Marke Waldham Hillside bei sich. Nur ein korrupter Zollbeamter kann sich solch ein Statussymbol leisten. Dieb. Bla 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 bla. Er hat eine brandneue Taschenuhr der Marke Waldham Hillside bei sich. Von seinem Gehalt könnte er sie sich niemals leisten. Was die Vermutung nahelegt, dass er sie gestohlen hat. Ich denke mal korrupter Beamter. Beweise präsentieren. Vermisstenplakat. What are you on about? Kimichas Verschwinden. Sorry, doesn't ring a bell. Charakterprofil Barbara. Sorry, auch nicht. doesn't ring a bell. Aussage des nepalesischen I Jungen. have been told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. Anhänger mit Ammonit-Motiv. Sorry, doesn't ring a bell. Mr. Selbys Have you Visitenkarte. seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add.
No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? Okay. Wo ist Kimicha? Das wüsste ich jetzt auch gerne, wo er ist. Roy Solbys Aussage. Aussage des nepalesischen Jungen. Kimichas Verschwinden. Charakterprofil Roy Solbys. Leider falsch. Alles falsch. Kimichas Verschwinden. Charakterprofil Barbara. Ausländische Frau. Mir fehlen weitere Details. Was ist hier? Charakterprofil. Wer hat Kimicha entführt? Fehlt alles. Da fehlt ganz viel. Moskva. Sounds like this ship was from the east. Moskwa scheint eine My money is on a loose cigarette or a discarded match. One careless throw and boom. Eine Unachtsamkeit und schon bumm. Eine weggeworfene Zigarette oder sowas. That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. Okay, jetzt bin ich selber gerade mal überfragt. Ein etwa 10-jähriger Junge, der ursprünglich aus Nepal zu stammen scheint, wohnt in einem der Häuser am Hafen. Er sieht erschöpft und unterernährt aus. Seine Mutter Daisy befindet sich in medizinischer Obhut, da sie krank wurde, nachdem sie dem giftigen Rauch des Salpeterfalls ausgesetzt gewesen war. Der Junge sagte, dass sein Bruder Jervik verschwunden sei, nachdem er von Roy Solby, einem großen, kräftigen Mann mit künstlichem Auge, angeheuert worden war. Aber das scheint nicht dieser Mann zu sein. Er erwähnte außerdem einen Kettenanhänger, mit den Gervi als Bezahlung erhalten und anschließend auf dem Altar abgelegt hat. Das scheint nicht dieser Mann zu sein, neben dem wir jetzt gerade hier stehen. May I ask you something? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Pub the Current. Abendviertel, hier Nummer 3. Ich müsste jetzt zum Krankenhaus und mit der Frau wahrscheinlich sprechen. Wenn ich das mal finden würde. Einzige, was doof ist, dass man auf der Karte nicht sieht, wo man sich befindet. Was soll denn dieses Kreuz? Excuse me, just one question. Sorry, sir. I can't help you. It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Falls sich der Entführer hier versteckt, ja, dann eine Suche im Heuhaufen hier. May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Okay, hier komme ich nicht durch, das ist doof. Und ich weiß auch nicht, wo ich hier bin.
Hier ist wieder so ein Kreuz. Abgeschlossen. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Lagerhalle. Okay, jetzt kann ich bestimmt gucken, wo ich jetzt bin. Lagerhalle ist da. Super. Ich habe eine Lagerhalle entdeckt. May I ask for your assistance? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ich habe das Gefühl, ich war hier schon. Hier geht es gar nicht weiter. Ich bin gerade etwas überfragt. Dr. Watson, geben Sie mir einen Tipp. Ich muss doch irgendwo lang gehen hier. May I ask you something? Sorry, sir, I can't help you. Can I ask you a question? Sorry, sir. I can't help you. Help me, please. Sorry, sir. I can't help you. Spreche ich nochmal mit dem Jungen hier? I should have helped Amma put out the posters. If she hadn't been in the smoke so long, maybe she wouldn't be sick. Auch nicht. Also gerade ist es ein bisschen schwierig. Mann mit künstlichem Auge. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout with a silver ball in place of a missing eye. Wo finde ich Dirty Summers? I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Okay. Dirty Summers. Charakterbild Roy. Kimmich ist verschwinden. Aussage nepalesischer Junge.
Roy Salbys Aussage. Aussage Barbara. Charakter Roy Salby. Charakterprofil Barbara. Nein, dann ist es seine Aussage. Roy Salby. Jawohl. Dirty Summers ist der Entführer. Dirty Summers ist Kimmiches Entführer. Es ist durchaus möglich, dass Roy Salby sein Komplize ist. Wo ist Kimmicha? Das ist die nächste Frage. Passt alles nicht. Da können wir noch nichts zu machen hier. Das heißt, ich muss jetzt Leute erfragen über Dirty Summers. What can I get you? Kann sein, dass er auf einem Schiff angeheuert hat. Ja, super. Das ist so eine vage Aussage. How can I help? I could try and flag someone down. Could you help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. May I ask for your assistance? It is a shame I can't answer your question. Help me, please. I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Are you able to help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. May I ask for your assistance? I can't tell you because I don't know. Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. So, wo hatte ich denn den Roy der gefunden hier? Can you satisfy my curiosity? Sorry, sir, I can't help you. Oh, ihr könnt mir alle nicht helfen, das ist echt doof. What are you gawping at? Konfrontieren. Mr. Soulsby, you know more than you're letting... What makes you say that? Oh, Hinweise aushändigen. Oh, oh, oh. Vermisst-Plakat. Ziemliches Entführer. Aussage des nepalesischen Jungen. Welches Verbrechen? Wer ist der Täter? Vermisst-Plakat. Ausländische Frau. Ziemliches Verschwinden. And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Ich muss ihn jetzt mit den richtigen Ergebnissen konfrontieren. Ziemliches Entführung. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Charakterprofil Roy Salby. Aussage Barbara. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Okay.
Anhänger mit Ammonitmotiv. Letzter Hinweis präsentieren. Ja, ich probier's mal. It's true. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that, on my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall, but I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He is a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Okay. Schon mal mehr Informationen hier. Dirty Summers ist Kimmiches Entführer. Ist durchaus möglich, dass Royce Solby sein Komplize ist. Wonder why people are going missing. Puts a man on edge, you know. Also jetzt muss ich die Türen suchen mit den roten Kreuzen oder was? Ah. Aus dem Weg. Hier komme ich. Das ist es nicht. Wo war die Tür, wo ich da vorher nicht reinkam? War hier irgendwo in der Nähe. Wenn ich das noch wüsste. Wo war denn diese Tür? Hier war das. Aber da komme ich trotzdem nicht rein. Toll, und jetzt? Are you able to help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Can I ask you a question? No, sorry. I know nothing. Excuse me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Help me, please. Sorry, sir. I can't help you. Could you help me? Sorry, sir. I can't help you. Das ist ja jetzt ein Hin und Her hier. Ich habe keine Aussagen mehr. No.
Also ehrlich, keinen blassen Schimmer jetzt. Ja. Die wollen mich doch hier veräppeln. Ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis hier. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. May I ask for your assistance? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Can I ask you a question? Sorry, sir. I can't help you. Ich kann jetzt höchstens mit dem Jungen dann nochmal sprechen. Und mit der Barfrau. Mehr auch nicht. Irgendwie bringt das alles nichts. I'm sorry about my English. I try hard, but the rules don't make sense. Ja, scheinbar kann ich mit ihm nicht sprechen. Stupid. Marineoffizier. Kleidung. Matrose. Matrose mit Zylinderhut. Auch nicht schlecht. Konfrontieren. Why do I have the feeling that you know more about dirty summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Ausländische I Frau. failed to follow. Are you finished? I have glasses to wash. Why do I have the feeling that you know more about dirty summers than... Anhänger mit Ammonitmotiv. Charakterprofil Bart. I failed to follow. Auch nicht. Are you Falsch. finished? I have glasses to... Why do I have the feeling that you know more about dirty summers? Kimmich ist verschwunden. I failed to follow. Auch nicht. Are you finished? I have glasses. Why do I have the feeling that you know more about dirty summers? Man muss aber auch die richtigen Antworten sagen. Aussage des nepalesischen Jungen. I failed to follow. Auch nicht. Are you finished? I have glasses. Why do I have the feeling that you know more about dirty... Bin echt ratlos hier. Mr. Salbys Visitenkarte. Vermisstenplakate. I failed to follow. Are you finished? I have glasses. Why do I have the feeling that you know more about dirty... I failed to follow. Are you finished? I have glasses. Why do I have the feeling that you know more about dirty summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. I failed to follow. Are Also you ich finished? I have glasses. habe jetzt alle Antworten ausprobiert. We must go. Oh, no. No chance of a pint, then. Ich habe jetzt alle Antworten ausprobiert.
do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? Okay, das war Kimmiches Entführer, okay? Roy Solbys A Aussage. customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. Vermisstenplakat. Ach, weiß ich nicht, ob das richtig ist. Hilfe. Hard to make heads or tails of this. Are you finished? I have glasses to wash. Ah, das war die falsche. War die falsche Antwort. About Dirty Summers than you're letting on. I have nothing more to add, sir. Kimchis Entführung, ja. I have hard evidence that Summers. Roy Solbys Aussage. A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers. Was verheimlicht die Barfrau? If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Mitnichten. Mitnichten. Nothing of the sort, but that doesn't mean that there won't be consequences for your silence. Everyone knows you happily served Summers and his crew. Should the police come knocking, you'll be the one going away. And none of us wish to see you raise a child behind bars. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. Rostiger Schlüssel. Ermittlungsort gefunden. Lagerhalle. Endlich geht es voran, Mensch. Endlich geht es voran. So. Lagerhalle. Auf zur Lagerhalle. Jetzt muss ich das nur noch finden. Again. Wiederfinden. Ein Schlüssel, um die Tür zum Privatzimmer des Pubs... Ach, Quatsch. Ich hätte den Pub gar nicht verlassen brauchen. On the back of my neck stood up. Strong man needed for moving. Craters in warehouse area. Starker Mann wird benötigt, ne? 5 shillings. That won't go far. Dirty Summers heuert im Privatzimmer des Pubs Männer zum Kistenschleppen in der Lagerhalle-Area an. Frische Kratzer, tief eingeritzt. Strange symbols. I don't recognize them. Was ist das denn hier? The Parker and Williams Co. Manchester. Rechnungsnummer 012b. Datum 20. September 1882. Käufer Oscar Summers. Ware hochwertiges Segeltuch. Verpackt in Holzkisten. Anzahl 50 Kisten. Gesamtsumme 50 Pfund. Ermittlung abgeschlossen.
Ermittlung abgeschlossen? Okay. Wo ist Kinnicha? Dirty Summers feuerte Männer für die Arbeit in einer Lagerhalle an, vor allem zum Schleppen von Segeltuchkisten. Die Entführten könnten sie noch immer in der Lagerhalle befinden. Sie müssen mit roter Farbe gekennzeichnet sein. Jetzt kann ich da hinten hin. Wow, was ist das denn hier? Wer hat die Leute gehängt? Das Bild sieht aber schon abscheulich aus. Endlich kann ich da rein. Oh, ein Schloss knacken. Öffnen. Verspringen. Was ist das hier? Was muss ich da machen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Anpassen. Schloss innen. Schloss außen. Keine Ahnung. Wirklich überspringe ich. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen muss. Öffnen. Auswählen, anpassen. So, okay. Nein, nicht wieder rein. Raus nochmal. Das ist ja hier. Anpassen. Passen. Noch ein bisschen. So wird das gemacht, okay. Really, Holmes, this ought to be beneath you. As my brother would say, it is for the greater good. Was haben wir denn hier Schönes? Good quality, but torn in many spots. Mold. That's why you don't leave sailcloth lying out. Oh, was ist das denn hier? Getrockneter Schlamm vom Londoner Hafen. There are a couple of marks on this end.
The scratches are fresh, left by something metallic. Hat dir mein Video gefallen, dann würde ich mich über ein Like freuen. Abonniere meinen Kanal, um mich nicht zu verpassen. Dann sehen wir uns garantiert im nächsten Video wieder. This crank saw some use. Und eventuell können wir dann im nächsten Video diesen Fall lösen. Layers of rust will prevent any movement. Ich verabschiede mich. Haut rein. Ciao, tschüss. Euer Nightgate.